Servus und willkommen zurück zu Firewatch. Ich habe hier eigentlich schon mal die Aufnahme gestartet, nur ganz und musste noch ein paar Sachen umstellen, weil ich jetzt mit OBS aufnehme und ich denke, ich habe es jetzt geschafft. Es sollte jetzt auch eigentlich alles flüssig aufgenommen werden. Und ja, dann würde ich auch sagen, wir legen hier gleich mal los. So viel habe ich noch nicht gemacht gehabt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Scout Camp. Hoppla. Dafür, ich bin in welche Richtung gegangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich bin nach da oben gegangen. Genau. Und sind dann hier rausgekommen. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, he built himself a real castle. So, ich muss nur mal ganz kurz schauen. Ich bin ein bisschen vorsichtig jetzt. Okay, wird alles aufgenommen. Sehr schön. So. Mal schauen, was haben wir denn hier? Plan zur Bergung des Rucksacks. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Okay. Backpack. Besorgen Bretter für bis 6 Seil. Ausleihen. Steine 15. Werkzeug ausleihen. Okay. Aufbewahren. Brian was doing a science fair project about bouncing radio waves off of a meteor shower. Poor kid left his homework? Yeah, he must have been pretty smart, huh? Yeah, sharper than a lot of the grown-up knuckleheads I'm used to, yeah. Soll das heißen, ich bin ein Armleuchter? Yeah, but not smarter than yours truly, right? Wait, are you seriously feeling threatened by the intelligence of a 12-year-old you've never even met? I'm just saying, I'm pretty, with it. I'm a pretty bright bulb. Yeah, Henry, you're a regular Rhodes Scholar. Nice. Okay, nehmen wir das mal. Lesen. Brian Goodwin. Schülerwettbewerb Hamilton-Schule. Bla bla bla. 4. April 1986. Sprechende Meteore. Nutzung von Meteoren für eine höhere Reichweite von UKW-Funksignalen. Können Meteore in unseren Atmosphären dazu verwendet werden, die Reichweite von Funksignalen zu erhöhen? Ja, und ich kann es beweisen. Außerirdische Felsbrocken, die aus den Tiefen des Weltalls zu unserem Planeten kommen, können Ultrakurzwellen reflektieren und dadurch die Effizienz von Funkgeräten verbessern. Das hört sich jetzt vielleicht nach einem Science-Fiction-Film an, aber es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Möglich ist dies dank des sogenannten Meteor-Scatter-Verfahrens. Mein Wissenschaftsprojekt beweist, dass es funktioniert. Und zwar so. Bei dem Verfahren werden die ionisierten Schweifen von Meteoroiden in unseren Atmosphären zur Ausbreitung von Funksignalen genutzt. Beim Eintritt in die Atmosphäre erzeugen Meteoroiden eine dichte Spur aus ionischer Partikeln. Über die kurzzeitig eine UKW-Funkverbindung über eine Entfernung von bis zu 2500 Kilometer möglich ist. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ich werde das zusammen mit einem Freund meines Vaters testen, der 1600 Kilometer weit weg in Albuquerque in New Mexico wohnt, wo auch immer das ist. Wir werden zu einer bestimmten Uhrzeit versuchen, per Funk miteinander zu sprechen, aber ich vermute, dass das nicht funktionieren wird und wir auf einen Meteorschauer warten müssen. Das bewahren wir auch mal auf.
Und dann haben wir hier noch was. Kann ich das... Ja. I found an old school folder. Brian was a hell of a doodler. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and... I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied, and just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and... I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. So, was haben wir denn hier? Ja, sieht aus wie eine Zeichnung. Ein Schulordner für Hausaufgaben und Aufsätze, offenbar von Brian, bla bla bla. Das behalte ich auch mal. Unfertige Einrichtung. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. Okay. Funkgerät und Schaltpanel. There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found I guess, a data sheet for one Gladius Silva, half-elf armor 7. Classic wizards and wyverns. Yeah, between this and the map I found in my tower, old Brian created quite the fantasy world. Gosh, Brian had everything he loved out there. Okay, mal schauen. Spieler Brian, Charakter Gladius Silvia, Ausrichtung, chaotisch gute Rasse, Halbelfklasse, Wattläufer Level 4, Geschlecht männlich, Alter 29, Größe 177 cm, Gewicht 61 Kilogramm, Erscheinungsbild robust, Haare schwarz, Augen blau-grün, Clan, Heimatwelt, unverständlicher Nerdkram. Aufbewahren. Was haben wir hier noch? Huh, Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him, and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Na, was haben wir denn hier? Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet 55 Fox Trot Lane, North bla 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 bla. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Aufschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesen Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich so getan, als ob ich sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühe. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Das nehmen wir auch mal mit. Das nehmen wir auch mal mit. Ups, konnte ich hier nicht gerade was nehmen? Ups, was haben wir jetzt genommen? Ah, das hier. Okay. Hier haben wir noch was. Hier. There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Ja. Plan für bla bla bla. Interesting but wrong, not confident, past maximum. Wir nehmen mal alles mit hier.
Postkarte There's melden. also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Mal ganz kurz lesen. Lieber Mr. Zegler, ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Sink Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihre Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar Brian Goodwin. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. I'd say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, with it dad. Sehr cool. Ein Dinosaurier. Ein Buch. 5 Degrees North, bla bla. Neil Black ist bla bla. Okay. Und Comic-Heft. He'd hide out here to read comics. The Black Band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband which gives him superpowers. Well, that's fucking dark. Bunch of rocks stacked up. He made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. Maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Hier. Perfekt. Und runter. Lass mich mal schauen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wir gehen wieder mal einen komplett falschen Weg. Aber wir waren hier noch nicht. What do you think is in there? Irgendwas ist da drin, keine Ahnung. Ich glaube, so wahrscheinlich gehe ich da drin drauf. There's gotta be something. Why else try to kill me? I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just... Bashed your head in with a rock or chopped you up with a Are you serious with this shit right now? hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Ich muss wissen, was da drinnen ist. Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker. Okay. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Tja. Ob sie etwas wissen, das ist I echt. wonder if they know anything. If there's some way to ask them about whatever happened at their camp. I think we'd be smart to let sleeping dogs lie. You're probably right. Wo auch immer wir hier gerade sind. Oh man. Ich hoffe, dass hier alles gut gehen wird. Hier geht's nach oben. Ich will mal wissen, wo es hier hingeht. Es hat gespeichert.
Okay. Ich denke, ich habe die Höhle gefunden. Okay, hier haben wir schon. Dann würde ich mal sagen, ab in die Höhle. Okay. Na dann bin ich mal gespannt, was hier wieder mal auf mich wartet. Eigentlich habe ich relativ wenig Bock herauszufinden, was auf mich hier wartet. Aber na gut. Na dann. Los geht's. Ich habe ganz viel Spaß. Okay. Irgendwie ein bisschen creepy hier. Warum muss man auch immer so neugierig sein? Hier geht's nach unten. Ja, ich will gar nicht wissen, was auf mich zukommt. Die Musik wird ein bisschen düsterer. Das gefällt mir. Oh boy. Ah, shit. You... Oh, God. You're Brian Goodwin. You fell. Your stuff gave out. Poor fucking kid. Fuck. Sollte er nicht irgendwas... Okay. Fuck. Verlasse die Höhle und melde die Leiche. Okay. Irgendwie ist es mir hier jetzt etwas so still. Und das gefällt mir ganz und gar nicht, denn ich hasse es, wenn es so still ist. Vor allem in so einem Game, wo man keinen Plan hat, was als nächstes passiert. Ah. Okay. Oh Mann. Stimmt, wir haben ja hier unten keinen Empfang. Deshalb können wir die Leiche hier jetzt auch noch nicht melden. Boah, ich will hier einfach nur raus. Okay. Ich hoffe, wir kommen jetzt raus. Denn ich habe hier nicht viel Bock, in dieser Höhle zu bleiben. So. Ja, sehr schön. Dann gehen wir mal nach draußen, würde ich sagen. Hey, D. There you are. I've been worrying my ass off. Setz dich.
Hey, I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. About what? You're freaking me out. He's in there. What are you saying, Henry? The only thing in the cave is Brian. He's dead. His body is in the cave, Delilah. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. War wohl ein Unfall, vielleicht war es nicht. Wer auch immer da Whoever draußen is war. out there did it. They killed him. Can we just put this stupid shit aside for a minute? That boy is dead. He was just a sweet kid. They didn't kill him, okay? Why kill a boy? I don't know. Tut mir leid, Delilah. I'm sorry, Delilah. I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway.